Hi Leute, willkommen zu Dragen mir baut, ihr Bastel- und Labwütigen. Ich hoffe mal, euch geht das allen gut. Ich bin der Dirk. Auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu schon mal ein paar andere Sachen. Aber ihr kennt das ja schon, also auf jeden Fall die schon länger dabei sind. An alle Neuen, herzlich willkommen. Freut mich super. Die letzte Zeit wächst der Kanal wieder. Freut mich riesig. Der Watchtime geht auch allmählich langsam hoch. Vielleicht wird es ja doch noch was mit der Monetarisierung. Ja, dann geht es heute mal weiter, und zwar mit dem letzten Teil von den Schädeln, die Knochenmasken. Ne? In dem Teil werden wir dann bei den Teilen noch hier die zum dran machen, ja, dann, so ein bisschen, dass das Ding auch im Kopf hält. Dann muss ich mal gucken, da habe ich mir ein bisschen schon Kopf zugemacht, aber so ganz schlüssig bin ich da noch nicht so ganz, habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, und dann werden wir das Ganze dann pinseln. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Ob das so funktioniert, wie ich das mir so erhoffe, weiß ich noch nicht. Aber wir gucken jetzt einfach mal und hoffen auf das Beste. So, ich habe da schon mal, wie gesagt, ein paar Sachen vorbereitet. Das alles so funktioniert, sehen wir dann. Dafür brauchen wir halt wieder super Sachen. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Hätte ich vielleicht vorher mal ausprobieren sollen, aber kann natürlich auch sein, dass das jetzt total in die Hose geht. So, dann habe ich hier einen kleinen Metallklotz zu Nieten reinhauen, ein kleines Hämmerchen. Dann habe ich hier schon mal so zwei Sachen mit Schnallen vorbereitet. Ich glaube, den einen tun wir jetzt erstmal hier auf Seite. Sonst wird das hier auch ein bisschen überladen. Dann habe ich ein paar längere Messingnieten mit Doppelkopf. Das hier wären so eine Art Unterlegscheiben aus Leder. Dann habe ich mir, für die Dinger habe ich mir dann hier, naja, ihr seht ja, was ich immer habe. So, jetzt habe ich mal das Ganze so richtig rum. Also, dann müssen wir da mal gucken. Für beide Masken dann, immer zwei. Tun wir erstmal von einem immer auf Seite. Davon brauchen wir auch. Das. Und dann habe ich mir hier noch so was gemacht, um das nachher einstellen zu können. Da bin ich mir allerdings noch nicht schlüssig, wie ich das dann oben festmache. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und zwar soll das dann quasi hier, das hatte ich mir natürlich überlegt, da könnte es ja eigentlich auch irgendwie so eine, mit einer Schnalle machen, so quasi, dass man das dann auch in der Höhe verstellen kann. Aber ich habe nur noch 3 Schnallen und ich brauche noch 2 für ein anderes Projekt. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das irgendwie anders hinkriege. Aber ich glaube, da fällt mir auch noch irgendwas ein. Mal gucken. So, dann werde ich jetzt erstmal hingehen. Die 2 müssen wir mal gucken. Hinten habe ich schon Löcher reingemacht. Bei den Teilen hier auch. Jetzt müssen wir natürlich noch hier an die Teilen Löcher machen. Jetzt müssen wir uns gucken. Ich habe den Lötkolben schon mal angeworfen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert, so ich mir das vorstelle. Im Endeffekt müssen wir noch gucken, ob wir hier mit der Niete durchkommen. Das sollte, denke ich mal, nicht so das Problem sein. So, gucken wir. Obwohl, ne, bei der anderen machen wir das am besten direkt auch. Da haben wir nämlich die Löcher schon drin und dann, denke ich mal, brauche ich den Lötkolben ja nicht mehr. So, und schon haben wir Löcher für die Nieten. Sieht doch gut aus. So, dann können wir das Ding direkt schon wieder ausstecken. Aha. So, also der Plan ist quasi, die Teile dann hier festmachen. Ich muss mal gucken, ob das mit der Niete funktioniert. Ich hoffe, dass ich auch noch genug habe. Aber ich glaube, für das eine Projekt hier könnten sie reichen. Hoffe ich. So. Jetzt mal jetzt gucken. Wir machen auf der Seite. Oh, das könnte eng werden, Leute. Das könnte verdammt eng werden. Probieren das jetzt einfach mal aus. Drücken das hier mal rein. Oh ja, das wird richtig knapp.
hätte ich mir ja schon wieder denken können, dass das nicht so ganz funktioniert. Und das ist nur 6er. Ja, doch, klappt. Ein bisschen Gewalt hier werden, dann funktioniert es aber auch. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Ja Leute, dann werde ich das Ganze jetzt erstmal wieder hier mit schwarzen Flexipaint erstmal wieder ein paar Schichten drauf machen. Dann sehen wir uns wieder, wenn die Schichten schwarz dann drauf sind. Hier sind jetzt einige Schichten schwarz drauf. Mal gucken, bei hier den Nasenlöchern hat er ein bisschen, also ein bisschen das Schwarz in die Nasenlöcher rein. Und ein bisschen nachbohren. So. Jetzt sieht es schon wieder besser aus. Das ist, wenn die Löcher so ein bisschen klein sind, ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber das ist nicht schlimm, wenn man sich ein bisschen zu helfen weiß. Und schon habt ihr wieder eine Nasenlöcher. Einfach mal mit ein bisschen durchstechen, dann geht das wieder. So, dann fangen wir jetzt mal an. Wie gesagt, da sind jetzt einige Schichten schwarz drauf, so 5, 6 oder so. Eigentlich hätte ich ja nicht so viel drauf machen müssen, aber ist dann doch wieder ein bisschen dicker geworden. Man weiß ja nie, was man damit noch alles so macht. Jetzt habe ich hier weiß. Dadurch, dass das ja sowieso nur so ein Prop wird, gehe ich jetzt einfach direkt mit Acrylfarbe und tupfe die drauf. Jetzt hängen wir das Ganze auf, lassen das erstmal so ein bisschen trocknen. Dann machen wir jetzt dann noch hier so die Innenseiten, damit das von innen dann nicht auch noch das Schwarze ist. Erst schon mal ein bisschen gucken hier noch an den Zähnen. Da kann man dann schon mal so ein bisschen an die Ritzen reingehen, so dazwischen. Und den Rest machen wir dann, wenn das hier soweit angetrocknet ist. So Leute, dann werden wir jetzt erstmal, ups, alles wegwerfen, wegwerfen nicht. So, jetzt erstmal ein bisschen Wasser, damit wir die Farbe was verdünnen können. Dann nehmen wir 2 so schnell Schwämme, einen Pinsel, tun wir mal weg, sonst saugen wir das noch ein. Das Stück ist zu groß und zu schön, dass wir das wegtun. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. So. Oh, mein Magen ist schon wieder am Grummeln. Ich möchte letztens da irgendwie mit dem Magen zu kämpfen. So. Wir gucken jetzt erstmal. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Das Ganze habe ich jetzt erstmal gut durchtrocknen lassen, die Farbe. Habe das einfach mal einen Tag da jetzt erstmal alles trocknen lassen zur Sicherheit. Innen habe ich jetzt nichts groß gemacht. Ne? Kann man natürlich schon auch noch machen, aber habe ich mal jetzt von abgesehen. Kann man natürlich dann auch noch in der Farbgebung.
Aber das liegt dann an euch, wie ihr das macht. Das ist eigentlich nur, damit dann innen nichts so farblich, dass da nichts dran kommt. Dass da auch eine Schutzschicht drauf ist. Und noch der Klarlack, dass da so schnell nichts passieren kann. Ich hätte natürlich auch den ganzen Schaumstoff innen gar nichts machen können, aber das fand ich dann doch ein bisschen blöd. So, dann werde ich jetzt alle beiden Masken dann soweit erstmal den Top gut drauf machen. Wie ihr seht, das ist dann wieder, oder gesehen habt, das ist dann wieder der Matte von Flexipaint. Den mag ich am liebsten. Und dann mal gucken, wie es dann später aussieht, wenn es fertig ist. Der Klarlack ist jetzt soweit drauf. Innen habe ich jetzt nur eine Schicht gemacht. So sieht das von innen aus. Hätte ich natürlich farblich auch noch innen anpassen können. Aber kann man da machen, wie man es will. Ne, könnt ihr doch schwarz lassen oder je nachdem auch ja nichts rein. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Das ist dann die kleine. Dann nehmen wir mal die größere. Ich hoffe, dass die so halbwegs in die Kamera reinpasst. Ja. So sehen die Hörner dann aus. Ja, so. Innen habe ich dann auch nur mit weiß gemacht. Wie gesagt, kann man dann innen auch farbliche anpassen, aber das ist ja euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Wie gesagt, ist ja nur so ein bisschen zur Inspiration. Ja. So. Mal schauen. Aber so im Großen und Ganzen, ja, doch. Kann man machen. Sieht gut aus. Gefällt mir. Eins, was ich hier sehe. Ja. Man muss ein bisschen anscheinend aufpassen. An ein paar Stellen habe ich hier so leichte Risse drin. Das kann sein, weil ich das nicht so gut angeklebt hatte. Da mit den Magneten. Das war ja nur so ein bisschen improvisiert. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen was besser machen müssen. Aber so im Großen und Ganzen sieht es aus, wenn es so sein sollte. Ja? Also, wie gesagt, so sieht das jetzt aus. Jetzt gucken wir mal, wie es gleich am Kopf aussieht. Mal schauen. Dann seht ihr mich mal wieder so in voller Hässlichkeit. So, da würde ich sagen, wir nehmen jetzt erstmal die kleinere. Erstmal wieder ein bisschen nachjustieren. Weiß noch nicht, ob es so. Mal gucken. Hätte man ein bisschen weitermachen können. Also ein bisschen mit der Färbe rumgekleckert auf dem Lederriemen, aber irgendwas ist ja gefühlt immer. So. Ja. So sieht das jetzt aus. Können wir ja gleich mal ein bisschen was gruseliger machen. Wir machen jetzt erstmal, stellen die Teile ein bisschen ein, dass sie auf meine Hörse drauf passen. Und dann gucken wir gleich uns, wie das so ein bisschen aussieht, ein bisschen dunkleren. Mal so rein für die Optik, mal schauen. Mal schauen, wie gut. Oh ja, da müssen wir noch ein ganzes Stück. Machen wir lieber mal. So, mal gucken. Ein bisschen kann es noch. Gut, dass ich noch Löcher gemacht habe. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich meine Brille nicht noch kaputt mache oder runterwerfe. Mal schauen, wie es so jetzt passt. So, sieht es gut aus. Wie gesagt, da kann man dann eventuell, macht man oben noch ein bisschen Schaumstoff oder was rein, dass das nicht zu tief ist. Da kann man dann auch noch irgendwas drüber machen. Da hat man hier noch so irgendwie einen Lappen oder eine Kugel oder sowas, wo dann die Hörner rauskommen oder irgend sowas. Ich habe mir noch so ein Tuch gekauft gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt dafür extra noch kaputt machen soll. Aber sowas kann man dann halt dafür nehmen. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt im Dunkeln mal. Mal gucken, wie das dann wirkt. Da bin ich selber noch nicht. Da habe ich mir noch nicht angeguckt. Wir gucken jetzt einfach mal so hinter uns. Hier habe ich noch die Schädelfackel liegen. Und dann gucken wir mal an, wie das Licht im Dunkeln aussieht. So mit ein bisschen gruseliger Beleuchtung. Ja? Dafür muss ich aber erstmal das Licht ausmachen. So, einmal hier, einmal da. So. So, dann machen wir erstmal die Fackel an.
Flamme. Nehmen wir mal richtig auf Licht. Erst noch gucken wir uns das ganze Elend mal an. So. Weiß ja nicht, wie gut man das dann nachher sehen kann. Ich hoffe gut. Machen wir mal aus. Ja. Weiß man nicht. Bisschen hier so. Ja. Keine Ahnung, ob man das gut sehen kann. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Nehmen wir jetzt mal die andere. Schauen, wie das aussieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das im Dunkeln eigentlich ganz, ja, so ganz passabel aussieht. Wenn das, sag jetzt mal, richtig Licht ist. Ja. Also ich mache mal wieder an. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, sieht ja noch mal so übel aus. So. Die tun wir wieder weg. Wie gesagt, ich hoffe, dass man das im Video gut sehen kann. Ich mache nochmal wieder alles Licht an, damit ihr eine vernünftige Beleuchtung habt. Damit ich nicht ganz so duster aussehe. So. Ja. Ups, da habe ich die Cutterklinge noch runtergeworfen. Ja, dann würde ich mal sagen, Projekt Schädelmaske ist abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das mit der Schablone mache, weil mich hatte mal ja schon gefragt, ob ich da was machen kann. Bis jetzt hatte ich noch keine Zeit. Also ich werde jetzt erstmal das Video und dann muss ich die Tage mal gucken, dass ich das hinkriege und dann das da noch unter das Video in der Beschreibung dann drunter packe. Kann ein paar Tage dauern, ich muss mal gucken. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Freund, also ja, Freund, Bekannter, der hatte mir schon ein paar Tipps gegeben, mit was ich das machen kann. Das Programm habe ich sogar, aber bisher noch nicht mit beschäftigt. Aber ich denke mal, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Wie gesagt, das kommt dann ein bisschen. Ich werde es nachreichen. Also nicht, es kommt. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren für eigene Projekte. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos und Projekte. Wir sehen uns.